Hallo an alle Sega- und Retro-Fans. Mit Spannung wurde das neue Sonic Racing Cross Worlds erwartet von Sega. Wird es ein Hit? Kann es so gut mithalten, wie das bei Shinobi, dem letzten Sega Remaster Hit, funktioniert hat? Und was erwartet uns im Spiel? Das werden wir in diesem Video sehen, also bis gleich. Und damit herzlich willkommen hier auf meinem Retro-Kanal. Und ich kann jetzt schon sagen, es ist nicht nur ein Spiel für Retro-Fans, sondern gerade für die Mario Kart-Fans ist das Spiel sehr, sehr interessant. Sonic Racing Cross Worlds. Wir schauen uns heute das Spiel an. Ich konnte bereits seit 2 Tagen spielen. Offiziell erscheint es allerdings erst morgen. Am Donnerstag ist der offizielle Release. Aber heute schauen wir mal rein, was erwartet uns beim neuesten Sega-Hit. Ja, der Release offiziell ist morgen am Donnerstag. Der Global Release auf PlayStation und PC. Ich konnte so schon seit circa 2 Tagen im Vorab-Release spielen. Circa 25 Stunden habe ich schon hier im Spiel verbracht. Und das schauen wir uns jetzt mal nach der Reihe nach an. Wir haben 2 Modus hier im Spiel. Einmal den Offline-Modus und den Online-Modus. Im Offline-Modus erwartet uns natürlich die ganze Grand Prix-Serie, Zeitfahren und auch ein Multiplayer-Modus. Wir können bis zu 4 Spieler gegeneinander auf dem gleichen Bildschirm fahren. Es gibt natürlich noch einen Multiplayer, wo ihr gegen alle anderen Spieler in der Welt fahren könnt. Der befindet sich im Online-Modus. Den schauen wir uns anschließend an. Wir haben jede Menge Charaktere zur Auswahl aus der ganzen Sega-Welt. Sogar SpongeBob Schwammkopf ist dabei. Dann aus der Minecraft-Welt haben wir auch Minecraft-Figuren dabei. Die sind aber noch nicht erschienen. Die kommen erst in den kommenden Updates. Das erste wird bereits im Oktober sein, wie ihr hier auch schon sehen könnt. Nicht alle Charaktere stehen am Anfang bereit. Man muss viele erst nacheinander freispielen. Das geht am besten über die Story. Auch haben wir eine hohe Anzahl an verschiedenen Cards zur Auswahl. Ihr könnt euch euer Startmobil auswählen, je nach Geschmack. Und das Schöne ist, ihr könnt es komplett konfigurieren, wie ihr das gerne möchtet. Von der Karosserie her, den Reifen her, bis zu den Farben. Aufkleber könnt ihr aufs Fahrzeug drauf machen, was ihr gerade möchtet. Habt ihr hier freie Auswahl. Eine Hupe, eigene Hupe, kostet allerdings Tickets. Die Tickets können wir euch im Offline-Modus oder aber auch im Online-Modus verdienen. So wie auch hier diese Animationen. Das sieht ja schon gigantisch aus. Aber 2000 Tickets müssen erstmal erspielt werden. Das ist gar nicht so einfach und erfordert schon einige
Stunden, die man hier fahren muss. Wir haben verschiedene Gadgets. Gadgets, das sind die Bonusgegenstände, Gegenstände, die wir auf der Strecke finden oder mit denen wir auch beginnen können, das Spiel. Maximal gibt es 5 Slots. Ihr könnt auf der Strecke bis zu 3 Gadgets auf einmal sammeln. Das kennen wir aus zum Beispiel aus Super Mario Kart vom GameCube Dash. Und hier sind es aber bis zu 3, wo man noch einen upgraden kann. Und auch hier habt ihr die freie Auswahl, was man möchte. Aber auch die gilt es erstmal alle freizuschalten. Am Anfang sind natürlich nur begrenzt welche zur Verfügung. So könnt ihr zum Beispiel einen Start-Turbo auswählen oder höher Lufttricks können. Schnellladung für die Drifts oder aber auch Schnellstart, Tempo, höhere Geschwindigkeit, Beschleunigung etc. Da kann sich jeder austoben, wie er möchte. Ihr könnt so viele Slots festlegen und dann einfach immer switchen. Je nach Content, ob ihr Offline-Modus oder Online-Modus fahrt, macht es hier Sinn, die Gadgets auszuwechseln und sich dann auf die Strecke hinzustellen. Wenn ihr denn euren Charakter ausgesucht habt, euer Fahrzeug und eure Gadgets, also eure Bonus Gegenstände, dann geht es auch schon los auf die Strecke. Im Online-Modus fahrt ihr mit 11 anderen Spielern gegeneinander, ebenso im Offline-Modus. Hier im Spiel ist es wichtig, dass wir auch Tricks machen, Trickshots mit eurem Kart. Das heißt, im Wasser und in der Luft müsst ihr euer Kart immer mit verschiedenen Trickshots lenken, um hier Bonus-Boost zu bekommen, wenn ihr denn wieder landet. Das ist ganz wichtig, etwas gewöhnungsbedürftig, aber man hat es doch sehr schnell raus im Laufe des Spiels. Hier haben wir jetzt mal ein Gadget aktiviert. Wie gesagt, bis zu 3 Slots von diesen Gadgets kann man sammeln und dann nacheinander aktivieren. Man kann die Gadgets im Übrigen nach vorn oder aber auch nach hinten schießen. Je nachdem, wo gerade der Gegner steht. Und wie ihr hier seht, im Wasser können wir die unter Wasser auslösen. Es wird wirklich nie langweilig. Jede Strecke ist völlig verschieden. Man sieht die gleiche Strecke nicht irgendwie doppelt, außer wenn ihr dann später die verschiedenen Strecken freigeschaltet habt, gibt es auch einen Spiegelmodus, wo ihr dann spiegelverkehrt die Strecke wieder fahren könnt. Aber auch da kommt erst im Gates wird es erst möglich sein mit der Spiegelumkehr. Natürlich sind Parallelen zu Mario Kart da, aber im Allgemeinen muss man sagen, unterscheidet es sich doch schon sehr zu Mario Kart. Und ich bin ein großer Mario Kart Fan, gerade von Mario Kart Dash. Aber ich muss wirklich sagen, dieses Spiel ist einzigartig und meiner Meinung nach das bisher beste Kart-Spiel oder Mario Kart Klon-Spiel,
was es auf dem Markt gibt, und es schlägt auch alle Mario Kart Games, so muss ich es einfach sagen. Die Bewertungen sprechen für sich. Steam-Bewertung äußerst positiv bereits nach dem ersten Tag. Da merkt man, wie gut dieses Spiel hier von Sega geworden ist. Im Zeitrennen-Modus habt ihr die Möglichkeit, einmal für euch selber allein auf der Rennstrecke zu fahren oder aber auch über die Weltranglisten-Herausforderung eure Bestzeit aufzustellen und nach Rangliste, globaler Rangliste zu fahren. Die Ranglisten sind allgemein aufgeteilt in einmal eine All-Around-Rangliste, das heißt alle Endgeräte, und dann kann man sie nochmal unterteilen nach PC und PlayStation separat. Was man dazu sagen muss, ich habe ca. 25 Stunden im Spiel und einen Ruckler, keinen Absturz, nicht einen Absturz gehabt. Das Spiel läuft sowas von flüssig. Keine Bugs bisher gehabt im Spiel. Die Wartezeiten im Online-Modus sind extrem kurz. Also man wartet höchstens 20 Sekunden auf die Gegner. Also absolut perfektes Release bisher meiner Meinung nach, und ja, nicht nur meiner Meinung nach, auch die Rezession auf Steam sprechen ja hier eindeutig für das Spiel äußerst positiv bisher. Und es ist noch nicht mal offiziell erschienen. Das sind jetzt nur die Daten vom Vorab-Release. Also wer die Exclusive Edition hat, wo das DLC für Januar, das große, was geplant ist, bereits mit enthalten ist, der kann natürlich schon seit 2 Tagen hier bereits spielen. Fahrgefühl extrem, ja, extrem gut. Es sieht schwer aus, man muss sich ein bisschen drauf einstellen, ist doch ein bisschen unterschiedlich als Mario Kart, aber im Endeffekt, wenn man mal eine Stunde gespielt hat, dann hat man es eigentlich drauf. Auch die Drifts in den Kurven sind nicht zu schwierig, also sehr einsteigerfreundlich eigentlich das Spiel. Ist auch für jeden Geschmack was dabei. Klar ist mal die eine oder andere Strecke, die einem nicht so sehr gefällt, weil es dann vielleicht doch ein bisschen zu futuristisch ist. Aber dann hast du halt wieder andere Strecken dabei, wo du wieder so einen Spaß bei hast und die man dann auch organisiert für das Zeitfahren, wo man sich dann in der Weltrangliste nach vorn kämpfen möchte. Nur das Beste für mich. Ja, der World Match Modus. Ihr könnt euch eine beliebige Strecke aussuchen. Wenn ihr Glück habt, es ist völlig random, dann bekommt ihr eure Strecke, oder ein anderer Fahrer hat mehr Glück und wird mit seiner Strecke ausgesucht. Ihr fahrt gegen 11 andere Fahrzeuge. Nach jeder Strecke, also nach jeder Runde, könnt ihr euren Charakter, euer Fahrzeug und eure Start-Gadgets neu anpassen.
So, ich würde sagen, wir drehen mal eine Runde im Online-Modus auf. Geht's. Jetzt komme ich. Das ist gar nicht meine Art. Ja, Platz 5, das war der Vorführeffekt. Spielen und aufnehmen gleichzeitig ist dann doch nicht so Sehr ein. schön. Ihr seht, hier ist eure Wertung. Bis auf Legends könnt ihr euch hocharbeiten. Ihr startet ganz unten natürlich, also ein paar Matches habe ich schon drin. Je mehr Punkte ihr bekommt, umso mehr Gadgets könnt ihr dann natürlich auch freischalten, die ihr wieder braucht für euer Fahrzeug, um es weiterhin abzugraden, um euch schneller zu machen. Deswegen, je mehr ihr spielt, umso höhere Vorteile bekommt ihr dann natürlich auch auf der Rennstrecke. Im Übrigen, wer aus Wut oder weil er auf dem letzten Platz liegt und sich keine Chance mehr ausrechnet, einfach aus dem Spiel rausgeht, aus dem World Match, der wird erbannt. Und hier sehen wir eben diese Fairplay-Option, wo ich gerade beschrieben habe. Ich habe mich jetzt einfach mal aus dem Spiel rausgeschmissen, einfach mal geschlossen und dann wird man gleich verwandt, dass man gesperrt werden kann, wenn man das zu häufig macht. Also passt ein bisschen auf, auch wenn man in Rage ist, nicht zu häufig aus dem Spiel einfach, aus dem Match einfach aussteigen. Ja, liebe Freunde, das war meine kleine Vorschau auf Sonic Racing Cross Worlds. Mein Fazit: lange war ich nicht so begeistert von
einem Sega-Spiel. Und ich muss dazu sagen, lange habe ich es nicht bereut, hier 70 Euro für ein Spiel ausgegeben zu haben. In meinem Fall ja sogar 90, weil es das Vorab-Release war. Weil der Wiederspielwert ist einfach so gigantisch. Wir werden mit Updates versorgt, werden regelmäßig. Es kommt immer was Neues dazu und man möchte die eine oder andere Strecke fahren. Man möchte sich messen im World Match Modus oder aber einfach nur seinen Rekord auf der Weltrangliste verbessern für das Zeitfahren. Es gibt einfach so viel zu tun und wenn man hier 4-5 Stunden fährt, die Zeit vergeht wie im Flug, man merkt es fast gar nicht. Klar kann man auch mal zwischendurch einfach so 1-2 Matches fahren. Also der Wiederspielwert ist hier wirklich enorm bei diesem Spiel. Also es lohnt sich, hier das Spiel zu kaufen. Meiner Meinung nach. Es macht einen Heiden Spaß. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen und ein bisschen in die Welt von Sega locken, auch wenn es da draußen natürlich viele Nintendo Mario Karts Fans gibt. Es lohnt sich, hier bei Sega mal reinzuschauen. In diesem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Retro-Video. Keep on grinding. Bis zum nächsten Mal. Let's see.